Also, das Infinite Hole ist hier. Und hat jemand von euch Gravity Falls gesehen? Das meine ich, das ist jetzt schon wieder irre cool, ne? Es ist genial, aber ich fühle mich eher mehr verarscht, als dass ich es genial finde. Balu, was geht da? Ey, es hallt hier auch so übel drin. Ich höre mich so derbe doppelt. Ey, ich sag's dir, das war so eine dumme Idee, heute alles umzuziehen. Aber ich habe die Wahl gehabt zwischen, ich mache heute die übelste Chaos-Aktion und ziehe heute das Studio um, oder ich schmelze. Im Man Cave ist mir der Schweiß ins Gesicht gelaufen. So warm war es da. 33, 34 Grad. Und das Verrückte war, es waren ja noch keine Geräte an. Ich bin einfach nur hoch und habe überlegt, kann ich heute hier streamen oder war das der letzte Tag? Und dann habe ich entschieden, dass es der letzte Tag war. Ja, und jetzt bin ich hier. Es ist übelst gewöhnungsbedürftig. Ich komme noch nicht drauf klar. Also es wird noch dunkler werden und ich würde euch gern schönes Licht da hinten anbieten, aber die Lichter gehen noch nicht. Alright. Ich will mich nicht beschweren. Ich bin einfach nur froh, dass es heute läuft. Alles ein bisschen improvisiert. Mit dem Licht kann man nichts machen. Ja, ist halt heute so. Ich würde sagen, wir zocken jetzt einfach noch ein bisschen. Noch eine Stunde Stanley. Ja, dann wird es Woche für Woche hier sich verändern. Es wird besser werden. Ich meine, wie habe ich im Man Cave zu streamen angefangen? Das war, ich glaube, weit weg von dem, wo wir hier sind. So. Und da sind wir. Beim guten Stanley. Also, das kennen wir schon. Bitte gib die aktuelle Zeit ein. Und ich bin wie immer streberhaft auf 9:15 Uhr. Und mal gucken, was er heute sagt. Lord Cashy, sei gegrüßt, Alter. So, du kommst genau pünktlich. Wir fangen gerade mit Stanley Parable an. 9:15 Uhr, let's go. 9:15 Uhr, deine Lieblingsuhrzeit. Guck, er checkt schon, was man da eingibt, ja? Also er blickt auf jeden Fall, dass man da nicht random, oder er checkt auf jeden Fall, was man eingibt. So, ich wette nämlich, wenn ich jedes Mal was anderes eingetippt hätte, hätte das jetzt nicht gesagt. Okay. Oder konntest du einfach nicht anders, als mir wieder die korrekte Zeit zu geben? Ich muss dir die korrekte Zeit geben. Ich weiß ja schließlich, wie gern du die korrekte Uhrzeit einstellst. Guck, das ist krass. Ich wusste das ganz genau. Ich wusste, dass wenn ich brav die richtige Zeit eingebe, dass er das checken wird. Ja? Okay, jetzt interessiert es mich. Wie präzise 21:15 Uhr ist, benutzen wir einen weiteren Regler, um es herauszufinden. Wie präzise ist 9:15 Uhr? Ja, das war sehr präzise. So. Also nicht ganz, Sekundenbereich nicht ganz, aber schon so. Weißt du, du sollst wissen, dass ich ungeachtet der Präzision der Uhrzeit großen Spaß am Anpassen dieser Einstellung habe. Ich habe das Gefühl, mehr über dich zu erfahren und darüber, wie du Einstellungen vornimmst. Es ist gut, Daten zu sammeln. Das sagt Mark Zuckerberg auch. Vielleicht ist diese Stimme in meinem Kopf Mark Zuckerberg. Ich wünschte, wir hätten mehr Regler, aber wir sind alle Regler durchgegangen, die ich habe. Vielleicht kann ich ein paar neue Slider erfinden, um neue Daten über dich zu sammeln. Sollte nicht schwer sein, ja, lass mich ein paar neue auftreiben. Okay, sind wir mal gespannt, was jetzt kommt. Und dieses WLAN-Verbindung verloren, das kann sein, dass das heute noch ein paar öftere Male auftauchen wird. Sollte fertig sein, wenn du das nächste Mal das Spiel startest. Okay, nice, freut mich. Das heißt ja eigentlich, wir müssen noch mal Stanley spielen. Aber eigentlich wollte ich mit euch doch nächste Woche ein anderes Spiel starten. Okay. Das Spiel beginnt. Und ich muss ehrlich sein, ich habe gar keine Ahnung, was wir machen. Wir haben auf jeden Fall noch diese Tür This is mit the neuem story of a Content. man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Das wissen wir. Also, wir haben noch die Tür mit dem neuen Content. What could it mean?
Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Also wir haben ja das hier noch. Ich gehe mal noch nicht hier in den neuen Content, sondern wir testen noch ein bisschen rum. Okay, drehen wir mal kurz eine This was Schleife. not the Vielleicht. correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Ach, hier sind einfach noch ein... Yes, truly a room worth admiring. Aber es It ist had zu really laut, been gell? worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Ach, es sind einfach noch ein paar Einstellungen hier, die ich... Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. die ich einfach noch anpassen muss. Es funktioniert auch noch nicht alles. Das ist einfach manchmal mit so einem Umzug. Eigentlich, wenn man alles genauso einstöpselt wie davor, müsste es ja genauso laufen. Aber ist nicht. Guck mal, hier gibt es so eine Keykarte, aber wir haben keine. Okay, aber wenn sich der Sprecher jetzt wieder normal anhört, dann freut's mich. So, das. Okay. Ja, nö, ich bin eigentlich gar nicht gestresst. So, ich war vorhin gestresst, weil ich auf jeden Fall wollte, dass der Stream zustande kommt. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but Aber you jetzt ist okay. all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. Boah, ich glaube, als wir hier oben This is it, rumgegangen Stanley. sind, Your chance to redeem yourself. To put your work aside, to let her back into your life. She's been waiting. hier oben war doch die Geschichte mit seiner Frau. Das will ich eigentlich nicht triggern. Das haben wir ja schon gesehen. Die Frage ist, können wir irgendwie diesen Sprung darunter überleben? Nein, gell? So. Ich kill mich mal kurz. Und weil jetzt der Sound ja wieder geht, machen wir mal kurz eine Runde New Content. Story and no one gets to tell him what to do. Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. Heute war ein extrem schöner Tag. Ich war in Tripsdrill mit Family und das war richtig schön. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Geiles Wetter und natürlich war da die Hölle los, ja. Ferien, Feiertag, 9-Euro-Ticket, da waren alle. Aber es war trotzdem richtig gut. Okay, New Content, seid ihr bereit? Wir machen das jetzt. New Content. Oh, good. You noticed my sign. Yes, I have something very exciting to show you. Habt ihr es gehört? Der Sprecher klang ein bisschen anders. Ein bisschen neuer. You see, Stanley, I've been reflecting on the Stanley Parable and about how roundly disappointing this ultra-deluxe version has turned out to be. The original Stanley Parable was a landmark, and any new content for it should live up to that legacy. So forget this ultra-deluxe nonsense. I say we take it one step even further. Which is why I'm very proud to announce for the first time ever, the Stanley Parable 2. Okay. Ey, wenn jetzt der Anfang von Half-Life 2 gekommen wäre, das wäre richtig, richtig cool gewesen.
Yes, you see, isn't this far superior to a measly port with a few minor additions? Think of all the new territory we'll cover with a fully fledged sequel. An entirely new experience, built from the ground up. Why, there are so many possibilities. It could go in so many different directions. This is what fans have truly been asking for. Ja, geil. Stanley Parable 2. 4 to 7. The end is never the end again. Investor Showcase. Also wir sind wieder in so einer Art Marketingveranstaltung, wo das Spiel, was sich wahrscheinlich wieder mega selbst in den Himmel loben wird. Calling it the Stanley Parable 2 is just so much catchier than Ultra Deluxe, don't you think? Ultra Deluxe? What does it even mean? But the Stanley Parable 2, now that's an artistic statement right there. It's future-oriented. It screams progress and innovation and long-term franchising potential. Kann man nicht klicken. Der Boden sieht ein bisschen aus wie bei Shining. Wahrscheinlich mit Absicht. Und wir sollten doch auf den Fahren achten, gell? Immer noch keine Füße. Aber als Multiplayer? Nee, es funktioniert ja Now, to be nicht. clear, I haven't quite nailed down what exactly the Stanley Parable 2 is going to be, but let's take a look at some of the features I've been developing for it. I figure that if I can loosely organize a handful of interesting concepts, that surely the game will sort of naturally spring up around them. It'll all work itself out. Game development is much more of a fuzzy magic than anything scientific or logical, really. Also was schon mal sehr akkurat ist, ist hier das Whiteboard. 9 Uhr Scrum, 10 Uhr Design Pitch und 11:30 Uhr Break. Dann wieder Design Pitch. Und Number 2 Chat. Kann man da durch? Nope. This way to the show floor. Ich habe noch gar nicht gefragt, ob es euch eigentlich gut geht. Geht's euch gut? Kommt ihr auf den neuen Look klar? Ich denke mal, nächste Woche wird es wieder so aussehen wie früher. Okay, was geht hier? Ein Bus? Guck mal, ein MAN-Truck. Das ist schon ein bisschen Werbung hier. Okay, wir gehen hoch. Here we are. Go on, try out some of the new features. Oh, das will ich ausprobieren. The button that says the name of the player that is playing the game. Das klingt ja sick. Ach so, was For gibt's the denn noch? Stanley Ach, Parable shit. 2, I asked myself, what do players really want? And of course, the first and most obvious answer is that they want to be individually recognized and validated as people. So with that in mind, my geil. first addition to the game is this button which speaks the name of the person playing the game. Isn't that wonderful? Road to the perfect button. Too big, too small, just right. Da sind wir mal gespannt. Sind wir mal gespannt, ob er meinen Namen kennt. Try it here. Alright. Was denkt ihr, was er sagen wird? Wird er Stanley sagen? Wird er Eiche sagen? Oder wird er meinen echten Namen sagen? Okay, ich drück drauf. Jim,
Sorry, I should have clarified. Right now, the button only says the name Jim. But of course, in the final game, this button will say your name, whatever name that is. Here, let's have you role-play as Jim to really simulate the full experience of this feature. Just play along. I promise you'll love it. Okay, here we go. Let's take a deep breath, clear your mind, forget whoever you are, and simply become a person named Jim. I want you to imagine yourself living as Jim, sleeping and waking as Jim, falling in love and being heartbroken as Jim, seizing all of the world's possibilities as Jim, and as Jim watching your dreams crumble into dust. Do you feel it deeply? Are you really, truly Jim right now? If so, then please step forward and press the button. Das ist so schlecht. Jim. Jim. Yes! You see? What a thrill! What a rush! That was you! The button described you. Do it again. Do it again. Jim. Oh, it hits even harder the second time. If this were the only new feature in the Stanley Parable 2, it would still be worth the money. Let's take a break from the Jim button. I'm too emotionally drained from all of this personal validation. Ich bin auch zu emotional ausgelaugt. Ja, right, kann man noch woanders hingehen. Komm, ich drück nochmal drauf. Whoa there, cowboy. Sometimes a person can be too much Jim. I'm putting the Jim button away. Otherwise, soon you'll start to lose all sense of who you actually are. Okay, jetzt ist er weg. Die Tür ist zu. Die Türen sind zu. Kann man die Buttons ja auch drücken? Kommen gar nicht hin. Das ist ein bisschen Backtracking hier. Da hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass I could allow only people named Jim to play the Stanley Parable 2. That would actually save me the work of finishing this feature. Was ist denn das? Hä, warum kommt mir diese 2 hier so bekannt vor? Ja, das hat übelst was von Rick and Morty, vom Humor auch. Aber woher kenne ich diese 2? Kommt euch das auch super bekannt vor? Also was gibt's denn hier? Please no Screenshots? Dann machen wir doch gleich mal einen Screenshot. Schade, da reagiert er nicht drauf. Das hätte ich super cool gefunden. Ach so, hiervon. Warte mal. Oh, jetzt macht mein Handy auch noch so Faxen. Moment. Ich bin im Flugmodus. So, Screenshot. John Uff, Alter. Ich danke dir. Ich danke dir, trotz technischer Schwierigkeiten heute und erster Stream hier im neuen Studio und einem Spiel, das auch noch sehr, sehr, sehr seltsam ist, danke ich dir für deine Bits. Wir haben hier das Infinity Hole. Also wir können hier noch ein paar Sachen machen. Warte, du kriegst, dafür kriegst du auf jeden Fall den hier. Und du kriegst den hier noch. Und dann will ich das alle mal für John Uff klatschen. Okay, der Button geht nicht. Doch, da ist er. John Uff, yeah! Stanley, here's an idea that I'm truly fond of. It's never been done before in a video game. This is in fact a hole that you can fall down forever. That's right. Infinite falling. You can fall until the end of time if you like. A stunning leap forward for video games as a medium. Also, das Infinite Hole ist hier. Und hat jemand von euch Gravity Falls gesehen? Die Zeichentrickserie auf Disney. Also es ist, glaube ich, eine Disney-Zeichentrickserie. Und die heißt Gravity Falls. Und da gibt es eine Folge, da fallen die in ein Infinite Hole. Und es sieht sehr ähnlich aus wie dieses hier.
Und während sie fallen, erzählen sie sich Geschichten, um die Zeit zu überbrücken oder die Langeweile, ja. Und diese Folge kann ich sehr empfehlen. Und ich bin gespannt, was passiert, wenn ich jetzt in das Infinite Hole reinfalle. Auf geht's. Der Gedanke ist übrigens sehr furchtbar, in ein unendliches Loch zu fallen. Stell dir vor, das ist der Rest deines Lebens. Now then, since you've gotten to see the infinite hole, you can press the teleport button to pop back up to the top and we can continue onward. Das ist so schlecht. Ey, dieses Spiel ist ein einziger Now, I don't Troll. mean to be a bummer, but I do recommend you use the teleport button to go back to the top. Maybe do it on the sooner rather than later spectrum of things. Habt ihr auch eine Ahnung, dass das Hole nicht so infinite ist, wie er behauptet? Okay, Stanley, I don't know quite how to say this tactfully, but it's possible that I slightly exaggerated the infinite nature of the hole. Is it a very, very deep hole? To be certain it is. It's an extremely deep hole. I don't want anyone to say that it isn't an astonishingly deep hole. It is. Is it infinite? Well, that sort of depends on your definition of infinity. From one perspective, the infinite is merely philosophical in nature. It's more of a... Ah, shit. Okay, well, good for you. You found the bottom of the hole. You found me out, Stanley. I'm a liar and a cheat, and you're so clever. Look, I think the issue here is just that you're unusually fascinated by falling. What normal person actually wants to fall infinitely? I figured the hole was as deep as anyone would actually need. Don't you put this on me. Maybe you're the problem. Look, things got a little heated there. I think we both said some things we didn't mean. Why don't we just put all this behind us and agree to just call the hole mostly infinite? If that works for you, then go ahead and press the teleport button to warp up to the top of the hole and we can move on. I'll just be up here when you're ready. Ich hätte fast wetten können, dass wir sterben beim Aufprall und dass wir wieder von vorne anfangen, aber dem war nicht so. Jetzt können wir entweder rumwarten, ziemlich lange. Guck mal, Kippenstummel. Kippenstummel, Tassen, die wirklich überall rumliegen und was ist hier noch? Just the two of us, we can make it if we try. Und was ist hier noch? Every pause button is a Roman numeral 2. Geil. Und Newmark. Ja, wir teleportieren uns hoch. Now, I'm very excited to show you even more of my ideas for the sequel. Also, wir haben das Infinite Hole gesehen. Wir haben den Button, der unseren Namen vorliest, gesehen. Guck mal, der sieht auch noch aus wie Mark Zuckerberg, Alter. Collectibles, that's new. Ah, guck mal hier. Also wir haben hier Sammelobjekte, Gratis-Trophäe, größtenteils unendliches Loch. Machen wir mal hier. Die kostenlose Trophäe. Free Trophy. It just works. Now here's something special. You remember that broken test trophy that got left in the game on accident? Well, I'm developing a technology to simply give you the trophy. Yes. You see, you'll come to this lever, and when you pull it, the trophy will be given to you. It's as simple as that. Alright. Also wir sollen den Hebel ziehen und bekommen eine kostenlose Trophäe. Okay, perhaps I should have clarified. This is technology that will exist. Right now, the trophy is still fully broken. I'm not a wizard, Stanley, but I guarantee it will be fixed in the sequel to at last satisfy the hordes of ravenous fans all over the world who have been uproariously demanding this feature. Gamers, we hear you, and I promise it will happen. Ich will sie haben. Woran liegt's denn, dass es nicht rauskommt? Das ist richtig unbefriedigend jetzt. Ich finde, wenn man gesagt bekommt, dass man was geschenkt bekommt, dann stellt man sich ja schon mal so ein bisschen drauf ein. Und wenn es dann heißt,
Du bekommst nichts. Das ist ja genau. Dann ändert sich ja zwar am Zustand nichts, ja. Du hast ja immer noch nichts bekommen. Du hattest ja davor auch nichts. Aber nur zu wissen, dass du es hättest haben können und es dann nicht bekommst, ist richtig ätzend. Was können wir denn hier machen, Alter? Was können wir machen? Nichts. Ich gehe wieder. Unbefriedigt. Hier ist es ultra dunkel. Führt aber auch nirgendwo hin. Voll schlecht. Aber das war jetzt auch wieder so eine Flop-Ecke. Ich finde, das Spiel schwankt immer so zwischen totalem Flop What else? What other exhibits und haven't we seen yet? großartiger Genialität. Collectibles. Now it's a real video game. In the Stanley Parable 2, you'll run around gathering up these miniature Stanley figurines. And what's truly innovative is that there will be no reward for collecting all of them. I don't want to stifle the intrinsic joy of watching a number go up. You simply collect all of them and then you move the hell on with your unremarkable life. Wie das aussieht. Das meine ich, das ist jetzt schon wieder irre cool, ne? Collect them all. Okay. Wir wollen schon alle 6 Stanleys God, it finden, oder? really is the worst when you collect everything in a video game and then they give you a big fancy reward for it. Absolutely tragic. Ah, guck mal, hier gibt es sogar eine Karte. Also, wir haben die Free Trophy, die war für den Arsch. Dann haben wir 5, you are here. N ist der Jump Circle. Den haben wir ja, glaube ich, auch schon ausgetestet. Ja, ja, klar. Button that says the name of the player that is playing the game. Das haben wir auch. Merge ist bei Z. Settings World Champion, das haben wir auch gesehen. Reassurance Bucket, Office Decoration, Epilogue, Collectibles, Infinity Hole, Exit. Also wir haben eigentlich schon sehr viel gesehen, ne? Sammelobjekte, Ausgang, Sprungkreis. Sprungkreis waren wir schon. Merch Shop waren wir noch nicht. Okay, I'll be honest, I haven't yet decided on this one. I think that in the new version, the office could use a bit of decoration, like balloons. But I'm undecided on Get Well Someday and Happy 12th Birthday. Which would you go with? Happy 12th Birthday geht immer, oder? Beim Happy 12th Birthday Stepnies. You know, sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted all along. Get Well Someday it is. Das war so klar. Aber es stimmt wirklich, gell? Manchmal fragt man jemanden... Actually, maybe I should have gone with... No, I've made my decision, we're moving on. Manchmal fragt man jemanden nach einer Meinung und du hast wirklich 2 Optionen, ja, irgendwie blau oder rot. Aber irgendwie was in dir sagt, ey, du willst eigentlich rot. Und wenn der andere dann blau sagt, bist du dir sicher, dass du rot nimmst. Da unten war das blöde Loch. Hier ist er. Das ist ja ein anderer Jump Circle. You know what? Let's bring the jump circle back for Stanley Parable 2 as well. It's a... Oh, wait. You already spent all your jumps the first time we saw the jump circle? Oh well. I suppose it can just be a nice decorative piece then. Das ist so schlecht. Das ist so schlecht. Einstellung Weltmeister, größtenteils unendliches Loch. Was ist denn dieser Reassurance-Button? Was ist das hier? That's new.
Also ich muss sagen, von dem... Oh Gott, wie schlecht. Diesen zusätzlichen Content feiere ich noch nicht so. Entweder müsste man, das ist wahrscheinlich so für die die-hard Stanley-Fans, die wirklich jeden Winkel schon irgendwie von diesem Spiel erschlossen haben und die jetzt hier wirklich dann nochmal unendlich kichern. Aber ich finde so für uns, die jetzt einfach nur so, wir spielen es ja jetzt 2-3 Stunden, irgendwie sowas, uns ist das noch nicht so lustig, oder? Zumindest für mich nicht. A common complaint of the Stanley Parable was that it was confusing and paradoxical, that it engendered a chaotic sense of reckless despair in those who played it. Well, I'm happy to say that after much consideration, I've engineered a clever solution to this fundamental problem with the game. It's the Stanley Parable Reassurance Bucket. You see, Stanley, anytime you're holding the bucket, a sense of calm and ease will fill your mind and your heart. It's true. As long as you hold on to the bucket, the many disorienting contradictions of the Stanley Parable will feel perfectly normal and perhaps even comforting. You may even come to long for the gentle embrace of jarring cognitive dissonance while the bucket is in your arms. And to be honest, it's a much more convenient solution for me than actually redesigning the game to be less uncomfortable. Can you imagine what a pain in the ass that would be? Yes, the bucket is the perfect solution. Come on, give it a try. Das muss man sich mal vorstellen. Wir sollen uns an dem Eimer festhalten, wenn wir das Spiel für zu verwirrend halten. Oder wir ein schlechtes Gefühl haben. Dann sollen wir den Eimer in die Hand nehmen, damit wir uns wohl und geborgen fühlen. Ja? Werden wir so dreckig verarscht. The glow of comfort, even in the face of crushing despair, must already be sweeping through your body. And in fact, can I say that I do believe the bucket lends you an air of charisma as well? I think that just holding it has made you the slightest bit more attractive as a person. The benefits of the bucket seem to go on, don't they? All this and more await you in the Stanley Parable 2. Wir werden hier so dreckig verarscht, Leute. Does anyone give out awards for most enjoyable bucket in a video game? That really should be an award if it isn't already. Ich glaube, wir haben alles gesehen hier, oder? Habe ich irgendwas verpasst? Ausgang, Sprungkreis. Da oben geht's noch lang. Und was kann ich mit dem Eimer jetzt machen? Have you seen Das ist everything you so wanted to? Ready to move on now? Oh, das sieht cool aus. Das sieht wirklich cool aus. Sehr stylisch. Hier ist wieder abgeschlossen. Was geht hier? So, Stanley, what do you think? Do you like all of the new features? Yes, I know it's not exactly clear yet how exactly these features will come together as one single coherent video game, but I can feel it in my soul. It's going to work. There's definitely a good game in there somewhere. Say, let's do an experiment. I'll arrange these new features together and we'll see whether or not it coheres into a meaningful gameplay experience. Okay, are you ready? Here it is. I give you the Stanley Parable 2. I mean, there's potential here, right? It's sort of... Okay, never mind. Hold on, let me do a different arrangement. Okay, yes, this is much better. Ey, vor allem stellt euch das mal vor, ja. Here we Ein go. Spiel. Version 2. Das Furzgeräusche. Who am I kidding, Stanley? This isn't a coherent video game at all. It's a lot of gags. And I do very much enjoy creating gags, but they don't add up to anything. I wanted more than anything to create a sequel that would capture all the magic of the first game. I wanted fans to love it. No matter how good these gags are, they won't stand on their own.
They would need the structure and the gameplay of the original. Wait, maybe that's it. I can take the original Stanley Parable and simply, well, insert a few of my new features into it. Tastefully, of course. With respect. With care for the vision and integrity. Ich mach kurz Pause. Servus, Armin, wie du Kind. Schön, dass du da bist. Und da gebe ich dir recht, nichts ist so wichtig wie ein guter Eimer. Of the original game. Would it possibly work? I suppose it could. But it would need a really, really tremendous title screen. A title screen that says with bold and uncompromising conviction, "This is the Stanley Parable 2. Let me see if I can whip something up. All right, perfect. Go ahead. Take a look. Da sind wir mal gespannt. Okay, cool. Das Menü sieht tatsächlich besser aus als das erste Menü. Hat was. Was passiert, wenn ich jetzt in die Einstellungen gehe? Okay. Mach mal Spiel beginnen, oder? Stanley Parable 2. This is the story of a man named Stanley. Was passiert jetzt? Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Es ist so schlecht. Es ist einfach nichts anders. Es ist einfach nichts anders. Ich wette, jetzt sind hier überall diese Luftballons. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Da ist der blöde Eimer. Stanley picked up the bucket. Es ist so unfassbar schlecht. Ey, das ist ohne Scheiß. Das ist das komischste Spiel, das ich in meinem Leben gespielt habe. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist eine Mischung aus, ich werde hier übelst verarscht und es ist genial, aber ich fühle mich eher mehr verarscht, als dass ich es genial finde. Als er den anderen Luftballon gedrückt hat, kamen nur weiße Luftballons und an den Plakaten waren auch die weißen Luftballons zu sehen. Ja, ja, klar. In dem Moment, wo er sich für die Luftballons entschieden hat, waren die needed the überall. bucket's warmth and comfort now more than ever. Perhaps his boss's office was where he'd find answers. Oh, die Besenkammer, die haben wir noch gar nicht geöffnet. Oh, Stanley, can you feel it? The broom closet. It wants the bucket. You can feel that, can't you? The aura of jealousy? It's as clear as day. This broom closet believes it deserves the bucket. I can really feel it now.
It's a bucket. It belongs in a broom closet. That's what the broom closet is trying to say here. It's supposed to go with the other cleaning supplies. Good for you, Das klang gerade übel wie Eric Cartman. Don't hand over the bucket. I know how hard it must be, given the pressure that the broom closet is putting on your shoulders right now, but you have to be strong. This is your bucket. This is your companion and lifelong friend. You can't hand it over. Oh no. We're getting into name-calling now, it seems. Is this how low the broom closet has sunk, that it has to resort to this stream of petty insults simply in order to get you to hand over the bucket? Stanley, I never liked this broom closet for a variety of reasons, but even this is worse than I had imagined. And wait, now the broom closet has the gall to imply that you and the bucket are not truly deep and lasting friends? That your relationship is purely superficial and convenient? That your life is so banal and meaningless that you'd feel the same sort of kinship towards any inanimate object which happened to lay in your path in an even partially enticing manner? Well, I never. Go on, Stanley. Lay into it. Really tell the broom closet off for its demeaning comments. Expand on the wide variety of experiences you and the bucket have shared together. Go through each of them point by point. Share your journal entries detailing the rich emotional landscape of your feelings for the bucket as they have changed and evolved over the years. Let him have it. Also ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Okay, I've got you something which I think will help settle this debate once and for all. Here we go. Oh, There. geil. Now it's settled. No more debate, no more discussion. Take a hike, broom closet, with all your meandering philosophical diatribes about the nature of cleaning. Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Ey, wie krass ist das jetzt, sagt er Stanley and the Bucket. Aber dann komme ich ja oben wieder zur Mind Control Machine. Das will ich eigentlich nicht. Executive Bathroom. Da waren wir auch noch nicht. Und guck mal, hier ist so ein You Collectible. found one of them. One of the miniature Stanley figurines. Remember, no reward for collecting all of these, only the intrinsic pleasure of a job well done. You can't buy that sort of happiness, Stanley. God knows I've tried. So, I implore you to savor each and every moment you come across one of these beautiful figurines. Because the boss knows that what the boss says goes. If the boss suffered losses, then that's what the boss choose. Ah, ich kann noch gehen. Weil dieses Zimmer hier, das führt ja eigentlich nur in den Mind Control Room, oder? Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Crushed by the weight of this revelation, Stanley may have broken down into an emotional dumpster fire, if not for the soothing presence of the bucket. Even now, Es ist in halt his krass, wie darkest auch of alle hours, Texte did the jetzt an bucket's diesen blöden warmth and Eimer guiding angepasst light wurden. pierce the dark clouds of confusion and chaos. It would be with him always. The bucket would, and he knew it. The two of them were inseparable. At this point, Stanley was so absorbed in the tender spiritual connection he shared with the bucket that he didn't notice the keypad behind the boss's desk. Nor in his bliss of simply being near the bucket did he have any notion that the PIN number for the keypad was 2845. But Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it the bucket knew all along? Was the bucket guiding him? Yes, this is certainly the most logical explanation. Was the bucket guiding him? Another Yeah. miniature Stanley figurine. This, there really must be a snappier name for these things. What about mini-stands? Stanley figs? What about Stanlerines? Yes, I think I like that. Another Stanlerine under your belt.
zur Figurenjagd, oder? The elevator raced downward, plummeting towards an unknown fate. It would be all Stanley could do to keep himself together, if not for the bucket. Soothing him, comforting him, reassuring that in this darkest moment of uncertainty, he would be all right. The bucket is here for you, Stanley. Everything will be fine. Ey, man muss sich das eh immer auf der Zunge zergehen lassen, ja? Die programmieren ein Spiel. Und dann sagen die dem Sprecher, ey, du musst alles nochmal aufnehmen, aber mit Eimern, in Bezug auf den Eimer nehmend. Stanley and the bucket walked straight ahead through the large door that read, Mind Control Facility. Ich will nur gucken, ob hier eine... Ich laufe nicht ganz bis ans Ende. Ich will nur gucken, ob da eine Figur ist. The door behind them was not shut. Stanley and the bucket still had every opportunity to turn around and get back on track. Ja, soll ich da bis da hinten laufen? At this point, Stanley and the bucket were knowingly walking forward into a very painful death for each of them. Drehe ich wieder um? Ich drehe mal um. Das wäre auch witzig. Wenn der Sprecher das Game gemacht hätte und die Programmierer einfach nur gemacht hätten, was er sagt, ja. But of course, Stanley and the bucket thought better of it and realized they simply had too much to live for. Es sind halt echt alle Texte überarbeitet. Das ist so schräg. Stanley und der Eimer entschieden sich, es nicht zu tun, ja? Es ist so verrückt. Ich würde gerne mal wissen, wie viele Dialoge, wie viele Textpassagen dieses Spiel hat. What horrible secret did this place hold? Stanley and the bucket both wondered to themselves. Oder ist es wirklich nur Stanley and the Bucket aufgenommen und das wird dann immer statt dem Wort Stanley eingefügt? Es kann auch sein, Stanley in the Bucket. The monitors jumped to life, and Stanley nearly dropped the bucket in shock. Nee, es ist schon Everyone in the office was being videotaped, monitored like guinea pigs. The bucket had never seen anything like this, and it very nearly burst into tears as Stanley cradled it gently, reassuring it that everything would be fine. Wir spielen das Spiel auf jeden Fall mit Eimer durch. Ich werde die... Was the bucket under the mind control facility's influence as well? Had the bucket been told to do things it didn't wish to do? What kinds of things does a bucket want to do or not want to do in the first place? These questions raced furiously in Stanley's feeble mind. No! He screamed into the bucket. He couldn't accept it. His own life in someone else's control, never! He squeezed the bucket tighter. His one friend in the entire world. At this point, he could trust no one except for the bucket. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions, happy or sad or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he and the bucket would dismantle the controls for good. Two best friends, Stanley and the bucket, up against the world. They high-fived in a really cool way, and the bucket made a sassy comment about taking down the system. Also ich würde sagen, wir wählen jetzt noch das gute Ende, spielen das Spiel mit Eimer zu Ende und, oh, warte mal, 5, 4? Hier sind, was mir gerade auffällt, ist, hier sind ja Zahlen, die ich drücken kann. Und jetzt lass mich doch mal hier die 1 drücken
Ich drücke die 1. Dann die 2. Dann die... Wo ist die 3? Wo ist die 3? Eins, 2, 3. Dann die 4. Ich habe mich jetzt einmal verdrückt. Ich hoffe, das hat nicht reingeschissen. Wo ist die 4? Ist da oben die 4? Wie kommen wir da hin? Guck mal, da oben ist die 4, oder? Aber wie kommt man da hin? Hier ist so ein Treppenhaus, aber das ist zu. Hätte man das drücken müssen, als man Nein gedrückt hat? Dass man dann 2 Minuten Zeit hat, da diese 5 Knöpfe zu drücken? Das will ich auf jeden Fall auch irgendwann nochmal ausprobieren. Was passiert, wenn man diese 5 Knöpfe hier drückt? Weil ich kann die 4 nicht drücken, weil die 4 da oben ist. Und da kommt man nicht hin. Also, wir nehmen das schöne Ende und machen Schluss für heute. Es war ein langer, harter, aber schöner When Tag at für last they mich. came to the source of the room's power, Stanley and the bucket knew it was their obligation to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Und ab nächster Woche dann geht's hier weiter. Stanley and the bucket waited in blackness. Was it over? Yes, they had done it. Stanley and the bucket had defeated their greatest and darkest enemy, freed themselves from the tyrannical grip of the evil mind control machine. Freedom was now mere moments away. Excitedly, the two of them began to discuss the kind of life they wanted to live once they stepped through this massive door. The bucket wanted to learn to roller skate. Stanley wanted to sneeze in every country on Earth. Both of them wanted to begin watching a movie, any movie, but then stop it halfway through and begin watching it in reverse from the end. True, it was a simple life they envisioned, but it was one they'd lived together, with one another to lean on, to trust, to support, and to... Oh! What? Wait. What was happening? Why had the door stopped? Was Stanley and the bucket not about to be freed? An unbearable silence filled the room, lingering in uncertainty, until finally the truth hit Stanley square in the face. This building did not want the bucket to leave. Even the facility itself recognized the incredible calming presence of the bucket, needed the soothing warmth of the bucket, would go to any lengths not to part with the bucket. No. Stanley can't leave this place. Not while he has such a precious bucket in his arms. Not while this building has anything to say about it. Stanley realized he would never again leave this very room. But at least he has the bucket. To be trapped eternally in darkness isn't really so bad, Stanley thought to himself. As long as I have my bucket with me, right? I'll be okay, won't I? Stanley gulped. Very soon now, he was about to find out. Alright. Das war wieder crazy, oder? Das war wieder crazy. Die Fortsetzung ist jetzt pausiert. Was passiert, wenn ich zurück zum Menü gehe? Ja, geil. Ich würde sagen, dass wir das irgendwann mal weiterspielen. Aber nicht nächste Woche. Ich finde, das ist so ein Spiel, das kann man immer wieder eine Stunde einlegen und gucken, was passiert. Aber ich merke, wenn ich das zu lange spiele, macht's mich irre. Alright.
das war's. Wir haben jetzt 3 Wochen Stanley gespielt. Ja, war schön, war schön. Ich möchte nächste Woche mit euch ein anderes Spiel spielen. Lasst euch mal überraschen. Und lasst mich mal in den Kalender gucken. Ja, nächste Woche, 21 Uhr, wieder hier. Selbe Welle, selbe Stelle. Eiche machen Sachen auf Twitch. Und da zocken wir ein neues Spiel. Lasst euch überraschen. Und danke fürs Einschalten. Sorry für die technischen Probleme heute. Ich bin jetzt hier im neuen Studio. Hier wird es dann weitergehen. Das wird bestimmt auch wieder ein neues, spannendes Kapitel für mich. Und ja, schön, dass ihr wieder reingeschaut habt. Und ich freue mich immer, wenn ihr da seid, wenn wir zusammen was zocken können. Herzchen. Gute Nacht euch. Ciao.